Das Faszinierende an einer Demokratie ist, dass wir ja alle individuelle Menschen sind mit unseren eigenen Vorstellungen, dass gleichzeitig aber Gemeinwesen immer Kompromisse finden müssen, weil wir können ja nicht alle Recht haben. Wir sind an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mein Name ist Claudius Wagemann und ich bin hier Professor für Methoden der Politikwissenschaft. Um Kompromisse zu finden, gibt es manchmal auch Konflikte. Und diese Konflikte können sich dann auch zum Beispiel in Protesten entladen. Und das kann dann mitunter auch dazu führen, dass neue Kompromisse gefunden werden. Und das halte ich für einen der wichtigsten Punkte unserer Demokratie, dass wir eben immer wieder Verfahren finden, wie wir individuelle Meinungen so bündeln können, dass was Gutes für die Gesamtheit dabei rauskommt. Der Protest an sich ist über die letzten Jahre für unsere öffentliche Diskussion immer relevanter geworden. Ich glaube, durch unsere Forschung können wir dazu beitragen, dass Proteste und damit auch Protestierende besser verstanden werden, dass wir auch wissen, wo die Grenzen von Protesten sein müssen, wo sie dysfunktional werden. Natürlich wird es jetzt erst richtig interessant, wo wir so sehen, dass die Pandemie sehr viel am Demokratie- und Protestverständnis geändert hat. Verstehen heißt nicht unbedingt akzeptieren, aber ich muss in einer Demokratie dem anderen auch die Gelegenheit geben, die Meinung zu sagen. Mich interessieren eben Dinge, die mit dem Zusammenleben von Menschen zu tun haben. Wie sie ihre Konflikte austragen, wie sie zu Kompromissen finden. Und als ich die Idee von Prodem gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist was für mich. Wir waren ein internationales Projekt mit 5 teilnehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also auch aus 5 Ländern. Das hat hervorragend funktioniert auf fachlicher, menschlicher Basis. Also es war eine rundum schöne Erfahrung. Die Volkswagen Stiftung war für uns immer ein sehr flexibler Partner, auch wo wir unsere Pläne anpassen mussten wegen Corona. Die Volkswagen Stiftung hat uns auch dazu ermutigt, rauszugehen mit unseren Ergebnissen und zum Beispiel in Brüssel vorzustellen, was wir gemacht haben. Es ist schön zu denken, dass man damit irgendwie dann auch europäische Politik geprägt hat. Und wenn es auch nur ganz im Kleinen war. Ich denke, wir können froh sein, in einem Land zu leben, wo man protestieren kann. Ganz viele Menschen auf der Welt können das nicht. Und ich glaube, da sollten wir insgesamt mehr Geduld und mehr Verständnis füreinander haben, wenn protestiert wird.